Es war ein grauer Morgen, als Lena aus ihrer kleinen Wohnung trat. Regen prasselte gegen die Fensterscheiben und zog träge Schlieren auf die Straßen. Ihre Schuhe waren bereits nach dem ersten Schritt in eine Pfütze durchnässt und eine Wolke der Resignation schien sie wie ein unsichtbarer Mantel einzuhüllen. Langsam zog sie die Kapuze ihres abgetragenen Pullovers hoch und stapfte zur Bushaltestelle. Lena fühlte sich wie ein Geist in ihrem eigenen Leben, unsichtbar, ohne Ziel, ohne Richtung. Seit sie ihren Job verloren hatte und sich von ihrem Freund getrennt hatte, war jeder Tag eine Wiederholung des vorherigen. Grau, eintönig und ohne jede Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte. Als der Bus in die Kurve einbog, eilte Lena mit gesenktem Kopf hinein. Drinnen schien es genauso trist wie draußen. Menschen starrten müde auf ihre Handys oder schauten leer aus den Fenstern. Niemand sprach, niemand lächelte. Lena spürte förmlich den grauen Schleier, der über allem lag. 2 Stunden später saß Lena im Wartezimmer ihrer neuen Therapeutin. Eigentlich hatte sie keine Lust, dorthin zu gehen, aber ihre beste Freundin Sarah hatte ihr das ultimative „Du brauchst Hilfe“-Gespräch gehalten und es ihr regelrecht aufgezwungen. Also war sie da, widerwillig, mit verschränkten Armen und einer Wand aus Misstrauen um sich herum. Die Therapeutin war eine ältere Frau mit sanften Augen und einem ruhigen Auftreten. Sie stellte nur ein paar harmlose Fragen und Lena antwortete knapp. Doch dann kam etwas völlig Unerwartetes. »Lena«, sagte die Frau mit ruhiger Stimme, »haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass die Welt, die Sie umgibt, eine Reflexion dessen ist, was in Ihnen vorgeht?« Lena runzelte die Stirn. »Wie meinen Sie das?« »Nun, die äußere Welt, die Menschen, die Umstände, die kleinen Dinge, die Sie sehen, sie spiegeln oft das wider, was in unserem Inneren ist. Wenn Sie graue, emotionslose Menschen um sich herum wahrnehmen, liegt das vielleicht daran, dass Sie selbst sich so fühlen. Wenn Ihre Tage eintönig und schwer erscheinen, könnte das bedeuten, dass Ihre innere Welt dieselben Farben angenommen hat.« Lena sah die Frau skeptisch an. »Wollen Sie mir damit sagen, dass das alles meine Schuld ist? Dass ich dafür verantwortlich bin, dass mein Leben so miserabel ist?« Lena wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Ein Teil von ihr wollte protestieren, wollte diese Theorie als Unsinn abtun. Doch ein anderer Teil, tief in ihrem Inneren, spürte, dass diese Worte eine Wahrheit in sich bargen, die sie bisher ignoriert hatte. In den folgenden Tagen ließ Lena den Gedanken nicht los. Die äußere Welt ist ein Spiegelbild deiner inneren Welt. Wenn das stimmte, was spiegelte ihre Welt ihr dann wider? Alles sah grau und freudlos aus. Selbst wenn die Sonne schien, war es für Lena nicht sonnig. Die Menschen schienen unfreundlich oder gleichgültig zu sein. Und ihr Leben schien festgefroren zu sein. Eines Morgens beschloss Lena, genauer hinzusehen. Auf dem Weg zum Supermarkt fiel ihr ein Bettler auf, der gedankenverloren zwischen leeren Bierdosen saß. Die Leute eilten an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. Lena schürzte die Lippen. »Warum muss das Leben immer so erbarmungslos sein?«, murmelte sie vor sich hin. Doch plötzlich hielt sie inne. War sie nicht genauso wie die Menschen, die an dem Bettler vorbeigingen? Ignorierte sie nicht selbst die kleinen Details des Lebens, Menschen, Momente, sich selbst? Was, wenn dieser Bettler ein Teil von ihr war, der nach Aufmerksamkeit schrie, der Teil, den sie seit Jahren in sich vernachlässigte? Noch am selben Abend tat Lena etwas, das sie schon lange nicht mehr getan hatte. Sie setzte sich an ihren kleinen Küchentisch, zündete eine alte Kerze an und schrieb. Früher hatte sie oft Tagebuch geführt, aber irgendwann vor Jahren damit aufgehört, als ihr Leben immer mehr in die Monotonie abglitt. »Was fühle ich wirklich?«, schrieb sie auf die erste Seite.
Und dann, ohne nachzudenken, ließ sie die Worte fließen. Trauer, Wut, Leere, Hoffnungslosigkeit. Sie schrieb stundenlang. Die Worte kamen wie ein Strom aus ihr heraus. Jedes Wort wie ein kleiner Stein, der von der Last ihrer Seele abfiel. Als sie fertig war, fühlte sie sich erschöpft, aber auch befreit. Es war, als hätte sie zum ersten Mal einen echten Blick auf ihre innere Welt geworfen und gleichzeitig erkannt, wie trostlos sie wirklich war. Die kommenden Wochen waren ein langsamer Prozess. Lena begann, achtsamer zu sein, mit sich selbst und ihrer Umgebung. Sie nahm sich vor, jeden Tag etwas zu tun, das ihr Freude bereiten könnte, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war. Einen Spaziergang im Park, einen heißen Kakao trinken oder ein altes Lieblingslied hören. Und etwas Seltsames geschah. Langsam, fast unbemerkt, begann sich die Welt um sie herum zu verändern. Im Bus fiel ihr ein Mann auf, der einem kleinen Mädchen seinen Sitzplatz anbot. Im Supermarkt lächelte eine Kassiererin sie an. Und zum ersten Mal seit Jahren lächelte Lena zurück. Selbst die grauen Regentage fühlten sich weniger erdrückend an, als ob die Tropfen sie jetzt eher erfrischten, anstatt sie niederzudrücken. Natürlich war nicht alles perfekt. Es gab immer noch schwierige Tage und manchmal fühlte sie sich, als würde sie gegen eine unsichtbare Wand kämpfen. Doch sie bemerkte, dass sie etwas Entscheidendes begriff. Je mehr sie ihre innere Welt klärte, je mehr sie die schweren Gefühle akzeptierte und gleichzeitig Trost in kleinen, leichten Momenten fand, desto heller und lebendiger wurde auch ihre äußere Welt. Eines Nachmittags kehrte Lena in die Praxis ihrer Therapeutin zurück, diesmal voller Neugier statt voller Widerwillen. Sie berichtete von ihren Erkenntnissen, wie sie angefangen hatte, kleine Veränderungen in sich selbst wahrzunehmen, die sich dann auch im Außen zeigten. Die Therapeutin lächelte wieder auf diese ruhige, warme Weise. Das ist der erste Schritt, Lena. Unsere innere Welt ist das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen. Wenn das Fundament stabil ist, kann alles darauf wachsen und gedeihen. Zum ersten Mal fühlte sich Lena nicht mehr wie ein Opfer ihrer Umstände. Zum ersten Mal seit langer Zeit dachte sie, dass vielleicht, nur vielleicht, ihr Leben nicht gegen sie arbeitete, sondern für sie. Die Wochen wurden zu Monaten und Lena erkannte, wie tiefgreifend sich ihr Leben verändert hatte. Sie fand einen neuen Job, der zwar nicht völlig perfekt war, ihr aber Raum für Kreativität ließ. Sie knüpfte neue Freundschaften und begann, alte Beziehungen zu pflegen, die sie lange Zeit ignoriert hatte. Und eines Tages, als sie aus dem Bus stieg, bemerkte Lena etwas, das sie fast zum Lachen brachte. Der Himmel war klar, die Menschen wirkten lebendig, die Stadt um sie herum pulsierte vor Farben. Es war nicht so, dass all diese Dinge plötzlich da waren. Sie war es, die sie endlich sehen konnte. Denn die äußere Welt war ein Spiegelbild ihrer inneren Welt geworden und diese Welt begann zu blühen.